Hallo zu diesem Video, welches die folgenden Inhalte behandelt: Der Geschwindigkeitsbegriff, die Ermittlung der Fahrzeuggeschwindigkeit sowie Toleranzen und die Tachoabweichung. Solltet ihr Anregungen, Fragen oder Kritik haben, dann schreibt das gerne in die Kommentare. Jeder hat vermutlich eine Vorstellung vom Begriff der Geschwindigkeit, aber kann auch jeder erklären, was darunter zu verstehen ist? Definieren wir deshalb zunächst erst einmal den Begriff. Mit dem Begriff drückt man aus, wie schnell oder wie langsam sich ein Körper bewegt. Je größer die Geschwindigkeit ist, desto mehr Weg wird in einer bestimmten Zeit zurückgelegt. Je kleiner die Geschwindigkeit ist, desto weniger Weg wird in einer bestimmten Zeit zurückgelegt. Da wir später die Geschwindigkeit rechnerisch ermitteln, führe ich zu den eben genannten physikalischen Größen die entsprechenden Formelzeichen und Einheiten ein. Die Geschwindigkeit hat das Formelzeichen v, was aus dem Lateinischen kommt Velocitas, und die physikalische Einheit als Basiseinheit in SI, Meter pro Sekunde. Der Weg hat das Formelzeichen s von Spatium und die Basiseinheit Meter. Die Zeit hat das Formelzeichen t von Tempus und die Basiseinheit Sekunde. Wie kann nun die Fahrzeuggeschwindigkeit ermittelt werden? Dazu schauen wir uns das Rad des Fahrzeugs mal genauer an und wir untersuchen, was am Rad passiert, wenn sich das Fahrzeug bewegt. Dazu markieren wir das Rad an einer Stelle und setzen das Fahrzeug jetzt in Bewegung. Das Rad beginnt sich zu drehen und in diesem Fall mit genau einer Umdrehung. Das bedeutet, dass nach einer halben Umdrehung die Markierung weiter nach unten um 180 Grad gewandert ist. Nach einer weiteren halben Umdrehung, also nach einer Umdrehung, ist es dann wieder oben, nach einer weiteren halben wieder unten und nach 2 Umdrehungen ist es wieder oben angekommen. Mit Blick auf die physikalischen Größen zeigt sich dann folgendes Bild. Das Rad hat nach 2 Umdrehungen einen Weg in einer bestimmten Zeit zurückgelegt. Und dabei hat sich das Fahrzeug mit einer Geschwindigkeit als vektorielle Größe in eine bestimmte Richtung bewegt. Klären wir nun, wie die Geschwindigkeit ermittelt wird. Wir haben gesehen, dass sich der Weg aus dem Radumfang multipliziert mit der Anzahl der Umdrehungen ergibt, während die benötigte Zeit gemessen bzw. gestoppt wird. Die Geschwindigkeit ermittelt sich rechnerisch durch die Division des zurückgelegten Wegs durch die dafür benötigte Zeit. Im Fahrzeug stellt sich das wie folgt dar. Die Instrumententafel zeigt eine Fahrgeschwindigkeit von 1920 km pro Stunde an und wir stellen uns nun die Frage, wie oft drehen sich die Räder pro Sekunde. Dieser Wert kann auf unterschiedliche Weise ermittelt werden. Bei älteren Fahrzeugen durch eine mechanische Verbindung mit einer Tachowelle und bei neueren Fahrzeugen durch einen Sensor am Getriebe oder über den ABS, ESP oder ASR-Sensor. In unserem Fall hat der Sensor die Anzahl der Radumdrehungen pro Sekunde mit n gleich 4 gemessen. Und als nächstes stellen wir uns die Frage, welchen Wert der Betrag des Radumfangs eigentlich hat. Dieser lässt sich dann anhand der Radreifenbezeichnung berechnen. Ich nehme für unser Beispiel einen Radumfang von U gleich 2 Meter an. Der jeweilige zulässige Radumfang ist dann im Computer vom Hersteller einprogrammiert. Nun wissen wir, welchen Weg das Auto in einer Sekunde zurückgelegt hat, nämlich 4 Umdrehungen mal 2 Meter, was einen Weg von s gleich 8 Metern ergibt. Aber welche Geschwindigkeit fährt nun das Auto? Wir wissen, dass die Geschwindigkeit der Quotient aus Strecke und Zeit ist und daher ergibt sich folgende Rechnung. Gegeben ist s gleich 8 Meter und t gleich 1 Sekunde.
Gesucht ist die Geschwindigkeit in Kilometer pro Stunde. Somit ergibt sich folgende Rechnung. V ist gleich S durch T, also 8 Meter durch eine Sekunde, ergibt 8 Meter pro Sekunde. Umgerechnet in Kilometer pro Stunde ergibt das ca. 29 Kilometer pro Stunde. Bei dieser Rechnung habe ich mich an der Formel für das Zeitweggesetz orientiert. Es gibt auch andere Formeln zur Berechnung der Geschwindigkeit auf Basis der Drehzahl und des Radumfangs. Letztendlich findet einer dieser Rechnungen intern im Bordcomputer anhand der gegebenen Werte statt. Kommen wir zu den Toleranzen und Tachoabweichungen. Wer beispielsweise auf der Autobahn die vom Tacho angezeigte Geschwindigkeit mit der auf dem Navi per GPS gemessenen Geschwindigkeit mal verglichen hat, dem ist aufgefallen, dass der vom Tacho angezeigte Wert stets niedriger ist als der des Navis. In diesem Fall weicht die vom Tacho angezeigte Geschwindigkeit 96 km pro Stunde um 7 km pro Stunde ab. Das entspricht etwa einem Wert von ca. 8%. Was sind die Gründe dafür? Zum einen ist der theoretische Radumfang stets unterschiedlich zum tatsächlichen Radumfang. Da Reifenverschleiß bzw. eine reduzierte Profiltiefe, abweichender Luftdruck, Belastung und Geschwindigkeit den Radumfang verändern und damit die zurückgelegte Strecke pro Radumdrehung geringer wird, spricht man vom sogenannten Abrollumfang. Der Abrollumfang wird vom Hersteller und unter festgelegten Bedingungen, zum Beispiel bei einer Geschwindigkeit von 60 km pro Stunde, sowie mit festgelegter Belastung und Reifendruck bestimmt. Der Abrollumfang kann auch näherungsweise mit der Formel Reifenaußendurchmesser mal 3,05 berechnet oder in einer Reifentabelle, zum Beispiel in einem Tabellenbuch oder recherchiert im Internet, abgelesen werden. Das Messen über den Radius von Radnabe zum Boden, welcher dann verdoppelt wird und mit Pi multipliziert wird, ist ebenfalls möglich. Und auch die hier vorgestellte Methode mit der Markierung ist ebenfalls möglich. Fassen wir die Inhalte der Toleranzen und Tachoabweichungen zusammen. Die Abweichung vom Abrollumfang darf eine Toleranz von minus 2,5% bis plus 1,5% nicht überschreiten. Die Umrüstung auf sehr kleine oder große Rad-Reifen-Kombinationen sind daher gegebenenfalls unzulässig, insbesondere wenn keine ABE, also eine allgemeine Betriebserlaubnis, oder ein Gutachten vorliegt. Dabei ist nicht nur die angezeigte Geschwindigkeit ein Problem, Sicherheitssysteme wie ABS, ESP und ASR funktionieren nur innerhalb der Toleranz problemlos. Im Gesetz steht außerdem, dass gemäß § 57 der StVZO der Tacho 7% bis 10% zu viel angezeigten Geschwindigkeit abweichen darf, aber auf keinen Fall nur 1 Kilometer pro Stunde zu wenig, denn es gilt, dass man lieber zu langsam als zu schnell durch eine 30er-Zone fährt. Übrigens wird nicht nur beim Tacho eine Toleranz abgezogen, auch bei einer Geschwindigkeitsmessung mit dem Blitzer kann es zu Messungenauigkeiten kommen. Deshalb wird hier bei den meisten Messgeräten vom Messergebnis eine Toleranz von 3 km pro Stunde oder 3% abgezogen. Ja, dann bedanke ich mich, wenn ihr mir bis hierhin gefolgt seid und solltet ihr Anregungen, Fragen oder Kritik haben, dann, wie gesagt, schreibt das gerne in die Kommentare.